Leute, wir müssen reden. Anscheinend, vielleicht, eventuell. Ich kann es nicht sagen. Es ist absolute Spekulation an der Stelle. Und ich will jetzt hier nicht einen auf YouTube-News YouTuber machen. Aber wir müssen uns echt überlegen, ob alles okay ist zwischen Millie und Willy. Denn die ist in dem neuen Video nicht dabei. Und ich habe schon gesagt, da hat's bisschen... Da ist was, da liegt was in der Luft. Wir gucken mal rein. We're gonna take a look at the latest tech trendy video. My name is Johnny, and I'm gonna take you on a journey. This journey today is 24 hours in the country's first national state of England. Today, I'm flying one of the world's longest flights for 24 hours from Australia all the way to London. I'm in the best first-class suites on board, and I'll show you exactly what it's like from how I... Ah, cool, ich kann mich 5 Grad nach rechts drehen. Das sah irgendwie gerade völlig unnötig aus, aber gut. The fine dining and even the upstairs in-flight lounge. This Okay. doesn't come cheap though, starting at over $10,000. Oh. Today, you're joining me on this iconic 11,000-mile journey across the world. With that, let's pick up our story in Sydney, Australia. Let's pick up our story in Sydney, Australia. It's been a while that I've talked about the way this guy talks. Because now, I'm gonna take you on a journey on the greatest longest flight in the world. And every sentence, I go up like this, and then at the end of the sentence, I go down. Because I talk like a guy from the BBC News. It's a sunny afternoon here in Sydney, where our journey across the world begins. Where's Millie? Where's Millie? Now Millie? Ohne Millie, ohne mich? Tut mir doch einen Gefallen und abonniert diesen Kanal, das wäre super. Ich möchte gerne 50.000 Abonnenten haben. Ich weiß, es ist ein Ziel, was in weiter Ferne noch ist, aber ich will, dass wir alle gemeinsam in ein paar Jahren darüber lachen und uns diesen Clip nochmal angucken und sagen, guck mal, da habe ich damals gedacht, es wäre eine Utopie, 50.000 Abonnenten zu haben und ich sitze jetzt auf meiner Million und so. Das will ich haben, aber immerhin erstmal Step by Step. Wenn ihr ein Abo da lasst und ihr noch nicht abonniert seid, das hilft mir tatsächlich. Man denkt immer, hä, mein Abo, das bringt ihm doch nichts. Doch! Also lasst ein Abo da. We won't be needing the economy check-in, or for that matter, business. No, today we're trying out first class. First passengers get a private area where check-in formalities take place. Ja, was? Das sind einfach so ein paar so komische Plastikwände aufgestellt oder was? So ein bisschen wie ein Corona-Testzentrum. This flight is a very special one, designated QF1, the history of the Qantas Kangaroo route. Was hat er jetzt immer mit seinem History Channel? Kann es sein, dass der gerade irgendwie so ein bisschen so auf dem History Channel Vibe ist abends immer? Und jetzt will er das auch so machen, oder was? Das interessiert mich nicht, Mann. Das ist die Geschichte von Qantas Airlines. Was ist das für ein komischer Heckspoiler? Goes back to 1947, then on a Lockheed Constellation with 6 stops taking 93 hours. Improvements happened rapidly over the following decades, and by the 1970s this had dropped to just 2 stops, of Singapore and Bahrain on the iconic Boeing 747. Today the A380 flies this with 1 brief tech stop in Singapore. Eins in Chat, wer schon mal mitgeflogen ist? Meine Eins ist drin. Bestes Flugzeug, Leute. Ich find's scheiße, dass es nicht mehr so viel eingesetzt wird. Ich find's Hammer. Das Flugzeug ist geil. Ich war schon 3-mal. Einmal mit einer Lufthansa, einmal mit, wie heißt es noch, British Airways 2-mal. Nee, die waren gut. Aber British Airways fand ich gut. Ist richtig nice. Ich bin einmal von Amerika zurückgeflogen, von San Francisco nach Frankfurt, nee, nach London und dann umgestiegen. Und da habe ich den besten Sitz ever gehabt. Ich saß ganz oben, ganz hinten, letzte Reihe und auf beiden meiner Plätze nebendran kamen die Leute nicht. Konnte meinen Sitz declinen, so viel ich wollte. Und ich hatte niemand neben mir. Es war so geil, Mann. With a journey time of around 24 hours. With my tickets issued, let's head through security, which usefully has a designated first and business class fast track. Yeah, it's great. Fast track. You just go to fast track, yeah. Officially stamped out, first port of call is duty free. And no, not for the booze, but for something equally as good. Of course, Tim Tams, my girlfriend Millie. Well, and me, of course. Oh, Millie Information. Millie Information. Herzen im Chat, die sind noch zusammen, alles cool. Boah, mein Herz. Er bringt Millie Schokolade mit. Habt ihr es gehört? Wichtig. Herzen für Millie. Achtung, nochmal. Is good. Of course, Tim Tams, my girlfriend Millie. Well, and me, of course. Ah, glad to hear that, mate. Glad to hear that. No trouble in paradise, mate. Next, let's head to the lounge. The Qantas First Class Sanctuary is located... Das verstehe ich immer nicht, diese Kamerahaltung. Das sieht für mich immer aus wie so, das ist warum sieht man die Stange nicht? Ist es unsichtbar? Aber wahrscheinlich nicht. Hat das so ein Harry Potter Cloak?
Mir wäre das peinlich, mit so einem Ding rumzulaufen, irgendwie, ehrlich gesagt. Just one level up from duty free. You can access this either by flying first class or by being an Emerald member of the One World Frequent Flyer Program. Hey, das ist auch so ein neues Unding, das überall auftaucht, diese komischen Pflanzenwände. Und dann, das meistens da drin ist dann auch immer so ein komisches Neon-Lichtröhren-Ding, wo dann irgendwie sowas steht wie Lights oder irgendwie so Unbelievable Life oder so ein Scheiß. Mann, Leute, nervt mich doch nicht. The lounge is a great mix of contemporary and heritage designs to the open and airy Ui. dining room. Naturally, Alter. we're heading here first and Hey, das ist mal ein nicer Flughafen. Gefällt mir gut. Schön luftig, locker. offering fabulous views of the apron and runway. This is up there as an AvGeek favourite. Let's take a look at the menu then. It's extensive and you could certainly have a substantial meal before flying. Let's start with a delicious glass of Pomeroy champagne, retailing at around $50 a bottle. It's a half decent offering in the lounge. Ey, ich habe langsam echt schon Träume von dem Typen, Alter. Warum gucke ich mir das immer an? Warum ist das jetzt so ein Ding? Ich kann das einfach nicht mehr sehen, ehrlich gesagt. Ich kann nicht mehr sehen mit seinem Smog-Blick in die Ferne, wie er sich diesen Moët und Pommery reinballert, Alter. Wenn er irgendwelchen Zügen sitzt, irgendwo in einem Hotel ist. Ich kann es mir eigentlich nicht mehr geben. Wir machen nach dem Video mal eine Pause. Ich kann mir das nicht mehr angucken. Ich werde wahnsinnig hier. Wirklich. So, what have I ordered off the menu? I've gone for the salt and pepper squid with a green chili dip Alter, sauce. It's delicious. das ist ja mal übertrieben nice. Boah, da hätte ich auch Bock drauf. Einfach Kalamari so geil frittiert, Alter. Damn, das ist genau mein Ding, aber es ist übelst ungesund. Though not overly filling, as I want to save my appetite for the onboard dining. Before we head to the gate, let's take a quick look around the rest of the lounge zu eng, Mann. facilities. There's a library, spa with complimentary treatments for first-class passengers, office space, and various help-yourself drink stations. I think we have just a few minutes to crack open an ice-cold DC, and I can also spot our aircraft for today's flight. DC, ey. Boarding about to commence, let's head down to the gate. Hello, guys. My pants are too tight. Als er das sagen würde, I'm fände ich escorted down the jet bridge by one of the lovely gate agents. It's at this point we get Ihr our Name ist Silly. Silly, Willy und Nilly. first up-close look at our mammoth Airbus A380. This 14-year-old aircraft is certainly no stranger to the 11,000-mile Sydney to London route, completing it multiple times a week. Here we go then, Qantas First Class. It's a bright and airy cabin, despite being quite a high density. Irgendwie raff ich die Sitze nicht. Also Mitte ist schon beschissener, oder? Oder hat man da so eine Trennwand? Let's stow my luggage in the overhead bin and settle into my seat 3 Alpha on the left-hand side of the aircraft. Within no time at all, I'm served a pre-departure beverage, a glass of delicious 2005 vintage Pomeroy champagne. It's of course absolutely delicious, with complex floral notes and aromas of roasted hazelnut and vanilla, or at least that's what I read because I have no idea what I'm talking about. It's punchy stuff though at $250 a bottle. I'm served some canapés too, a caviar tartlet. Was haben reiche Leute immer mit Canapés? Die können sich doch größere Portionen leisten. Ist es je reicher man ist, desto kleiner will man essen oder so? Auch in so Restaurants, Sterne-Restaurants, sind immer die Portionen so klein. Das verstehe ich nicht. Müsste man nicht, je reicher man ist, desto größer ist die Portion. Ich hätte gern einen riesen Canapé, so ein riesen Canapé. Genau die gleiche Qualität, auch mit Kaviar und so. Ich bin Millionär. Bitte gib mir einen basketballgroßen Canapé. Was ist überhaupt Canapé? Weiß ich nicht. Die Dinger hier? With cauliflower cream. I think this may be a premature. Cauliflower Cream hasse ich voll. Mann, ey Leute, wer fühlt das? Ich hasse Weißkohl. Blumenkohl und Weißkohl ist für mich Horror. Wenn irgendwo in irgendeinem Essen Blumenkohl ist, muss ich das rausmachen. Ich finde das so widerlich, das Zeug. Ich finde das so ekelhaft, Blumenkohl. Record for near completion of the TT bingo card today. Oh, check, chain die Bingo, Joy Coke, Champagne, Boom Times Off, NASA, Kaffee. Er macht mittlerweile selber so Gags darüber. Ey, vielleicht hat er wirklich meine Streams geguckt oder meine Videos und weiß mittlerweile, das ist das Ding. Oi, Will. Well done, man. Good one. We begin to push back, so it's time to get my seatbelt on as the safety video is run. As we take a journey through 100 years of innovation and Australian spirit. Welcome to Qantas. If oxygen is required, a mask will drop from above. Put it on quickly and tighten the strap.
It's just Time to boot off the Timbs, hat er vergessen. Das müsste auf der Liste stehen. And now it's time to boot off the Timbs. Und in Baderobe, also nur in Baderobe bekleidet, Badezimmer abchecken. Das ist auch sein Ding. To dawn on me the length of this flight, but more so that I'm incredibly lucky to be up front for this experience. I've done nearly 24 hours in economy before now, and it's certainly one grueling experience. Today will be different, that's for sure. With that, we hurtle down the runway and off into the New South Wales mid-afternoon sunshine. H380, let's go! It looks too big to fly, but it does somehow fly. Nobody really understands. As mentioned, this flight will have a test stop en route as we fly the first 4,000 miles over to Singapore. Was hat er denn? Er hat gar nicht erzählt, was er da überhaupt gemacht hat. Ist der jetzt wirklich nur für die Reise, für den Vlog geflogen? So wirkt ein bisschen so, hä? Finde ich aber auch krass. As we reach altitude, let's get my seatbelt off and get comfortable. Okay, jetzt bin ich gespannt. The suite is pretty flexible in seating arrangement, meaning I can change to face the window at the touch of a button. For further elevated... Oh. Finden wir das jetzt so krass? Also, I don't know. Kann sich da irgendwie... Wie lange das gedauert hat, bis er sich gedreht hat? Also, naja. Comfort, let's boot the Timbs off. Let's boot the Timbs off! And get the provided Qantas slippers on. Alright, mate, you do that. Get comfortable. We like that. And promptly served another vintage Pomeray champagne, along with some warmed mixed nuts. Service so far has been absolutely on point, but we all know the real test is when food service begins. A menu has been left at my seat for perusal, though I'm a little disappointed at how flimsy this is as opposed to a card or leather-bound folder, such as on Singapore Airlines or Emirates. Wäre mir so scheißegal. Disappointment though promptly evaporates. Schon wieder Canapés. Brasserie bread, soy and quinoa, sourdough white, pan-fried potato gnocchi with asparagus, prawns. Oi, den werde ich nehmen, ohne weiterzulesen, oder? Den werde ich nehmen. Geil, Gnocchi mit Spargel, Garnelen, Butter und Parmesan. Leute, fahr's mir rein in meinen Kippschnabel. Our signature steak sandwich with tomato and chili. Oh, auch geil. Der nimmt das Steak Sandwich, oder? With a delicious selection of appetizers and main courses to choose from. Let me know what you'd go for down. I will do that. I'm not going to go down the comments, Will. I'm going to tell you right now, here on my channel. So I would go with I'd probably go with the seared chicken breast with ginger and shallot relish. Bak choy and jasmine rice, right? With my order placed, let's take a proper look around. We're currently located here, at the front of this Airbus A380 aircraft. There's room for a total of 485 passengers, split between the upper deck of business class and premium economy seats, and the main deck with room for 341 passengers in economy class. Da ist immer der Chat hier. So, da fährt der Chat. So ist es bei mir, so haben wir das geregelt. Hier sitzen die Mods. Ich sitze oben bei Will, das ist ja klar. Hier sitzen die Leute, die Gifted Subs manchmal machen und so. Der ganze Rest hier, das seid ihr. Ihr sitzt hier, wenn überhaupt. First class suites. I'd advise choosing Ich mache mir wieder Freunde hier heute Abend durch, lieb's. On the left-hand side of the aircraft for additional privacy and quietness. For example, just look how exposed the middle suite is here. 3 Alpha is my pick, as you're away from the galley and any restroom noise. The suite is spacious with a comfortable, fully adjustable armchair, which even has this wonderful massage function. Abgehoben. I see what you did there. Nice joke. Abgehoben. Nicht schlecht. Polski, wegen Fliegen und so. Nice one. There's also a buddy seat which can be used for coupled dining. Though I'm Ey, übrigens, ich habe neulich einen Spruch gehört, der ist nicht von mir, aber ich finde den witzig. Ich finde den auch witzig und zwar sagst du, heute Nacht also sag mal so, wenn irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das Setting erklären soll, aber man sagt, der Spruch geht so, heute Nacht schlafe ich wie ein Fahrrad. Seitlich auf dem Ständer. Oh, der ist so dumm. Oh mein Gott, fand ich witzig. Keine Ahnung, wenn es irgendwie das Date nicht gut lief oder sowas. Keine Ahnung. Und dich der Kumpel fragt, wie lief das Date? Und die wollte aber nichts. Und so muss man nach Hause gehen, Blue Balls. Und dann sagt man, ja, heute Nacht schlaf ich wie ein Fahrrad, sei dich auf dem Ständer, du. Naja. But after takeoff, this privacy screen raises, which gives an illusion at least of separation. Okay. Right, I make it time for dinner. The tray table is deployed at the touch of a button and extends as so. The lovely FA promptly sets out my table, ready for my appetizer. Oh, geil, so ein bisschen Öl und Essig und so. Ah, das ist schon geil, Mann. Fine Dining, man. Hab ich auch Bock drauf. I'm disappointed to find no caviar service in the sky. Oh, jetzt ist er aber langsam auch ein bisschen verwöhnt. I'm disappointed there was no caviar service. Okay, warte, er zahlt 10.000 Euro für das Ticket, ne? Naja. I guess I've already had my allotted intake in this video.
However, the promise of this delicious-looking fresh bread seems to immediately quash my caviar aspirations. Oh, ich hab Hunger leider auch noch. To begin, I've opted for the pan-fried gnocchi. Ey, wie ich. Ey, wenn er jetzt auch, ey Leute, okay. Wenn er jetzt auch den Breast nimmt, Chicken Breast, dann sind Millie und ich, so, Willy, meine ich, sorry, oh, Freudscher. Will und William, okay? So, aber es sieht gut aus hier, oder? Boah, lecker Schmecker. Ey, weißt du, was mich immer nervt bei Prawns? Man muss ja das trotzdem immer abmachen hier, das hier. Das kann man ja nicht einfach essen, oder? Esst ihr das? This is a true melt-in-your-mouth indulgence, going down Geil. an absolute treat. Ey, das sieht wirklich gut aus. Das ist genau mein Geschmack, sowas, solches Essen. Naturally, I have to keep up appearances, so I've gone for the medium rare Es sieht einfach aus wie eine Bulette. steak with green beans, a rich mac and cheese, and Neil's barbecue sauce. Oh. Since found out Neil is a famous Australian chef, Ist there's schon me geil, thinking he's Mann. one of the flight attendants. Sieht aber ein bisschen durch aus, oder? Happy to confirm the beef is cooked to perfection, not an easy task at 35,000 feet. To close off the gluttony, I've gone for the raspberry and blackberry summer pudding with a creme fraiche. It's really very enjoyable indeed. Ah, ich weiß nicht, das Rote gefällt mir nicht so. Obendrauf, sieht ein bisschen so Jelly-mäßig aus. Next up, I'm recommended a ginger spice tea with honey to relax post-dinner. I'd never ordinarily order something like this, but given the smell already... Meanwhile, ich bin so in der Economy Class, ne, die ganze Zeit, während er hier filmt und bin schon bei meinem 7. Dosenbier. Und versuch's Internet irgendwie zum Laufen zu kriegen, indem ich Kreditkarte suche und 25 € dafür bezahle. Und dann bin ich so irgendwo auf Discord und schreibe mit den Leuten, ey, ich bin gerade in der Luft, voll geil, ey. Ich schreibe von 20.000 Meter, krass, oder? Just before the all-important taste test, let's get the in-flight entertainment set up for a movie. Your IFE remote is stowed neatly in your armrest. And Wetten, it's es funktioniert wieder nicht. Wetten, selbst hier auch wieder, das ist ein langsames System, was laggy ist und so wie immer. Unfortunately, it appears completely unresponsive. Ich wusste's. It's always the same. Aus irgendeinem Scheißgrund spart jede Firma, jedes Hotel, jede Fluglinie immer genau an den Sachen, die eigentlich die wichtigsten Sachen sind. Dass die Scheiße flüssig läuft, dass es irgendwie ordentlich FPS hat und so. Das sind immer die größten Schrottdinger. Wirklich, immer. Und wenn du so, manchmal, kennst du das, wenn du die Touchscreen-Dinger, wo du dann so drückst und dann bewegt sich's. Und dann bewegt sich's. Und dann gehst du zu weit und dann machst du so zurück, intuitiv und dann ist alles zurück und dann weißt du nicht mehr, wo du warst und so. Ist einfach so beschissen, Mann. Warum kriegen die das nicht hin? Not to worry though, these are touchscreens after all. Oh, and of course we've got to put the seat into relax mode. Okay, into relax mode. So I can confirm the ginger tea is a new favourite, and I'm sure you'll be adding this to your future bingo. Ah, guck mal, er hat hier unten so eine Grafik gemacht, wie weit er schon ist, Alter. Hier unten drunter, wo ich jetzt drauf bin, da ist die England-Flagge, du. Ich sag's, wie es ist, ey. Boah, cool. Das sieht cool aus. 2 hours later. Hä, wir hatten ja das gefilmt. Der ist doch da drin. Hä? Well, quite abruptly it seems, we've arrived into Singapore. Really? Where did these last few hours go? However, they do sell tickets independently from Sydney to Singapore and Singapore to London, so in this case we'll need to get off the plane for just over an hour. This does mean we have some time to spare in Singapore's incredible Changi Airport. Ah, will ich auch mal hin. Ich lieb Flughäfen, Mann. Ich wette, da ist auch richtig geil. So Singapur ist bestimmt auch mega interessant. Ah, ich will mal wieder fliegen, ey. Ich hab Bock. Of course, there's only one thing I really want to go on the hunt for, the Qantas First Class Lounge. Ich frag mich gerade, wenn ich wirklich fliegen gehen würde, mal wieder im Flughafen bin und ich sehe original ihn, würde ich ihn ansprechen? Ich glaube schon. Ich glaube wirklich. Ich würde ihn ansprechen und ein Selfie machen. Das wäre das witzigste Selfie ever. Stell mal vor. Das wäre das beste Selfie. Mit ihm so zusammen. Today. Ah, das meinst du, das ist geil. Ich glaube auch, dass ich mit dem mich verstehen würde. Oi, mate. There's a whole host of features. Oi, mate. I want one basic luxury first and foremost. Oh, erstmal wichsen. A shower. Ja. Ich weiß schon. Das kannst du doch keinem erzählen, ey. Scheiße. Oder er macht dann wirklich so diesen Anlehner und so den Kopf nach unten und so Dusche, Wasser geht zu seinem Kopf runter, so, yeah, working hard day, they didn't even have any, there was no caviar, the steak wasn't even medium rare, it was rare. Und er ist so ganz nachdenklich, wie so Actionhelden in den 80ern, weißt du, so am Anfang vom Film. It was a long day. I had to get back to London and I mean, I didn't even bring my gun. They didn't even have caviar. I was so hungover. I was wondering what Millie was doing. Could I trust her?
Now feeling $1 million, let's go check $1 million, well. out the rest of the lounge. Of course, an ice-cold DC. Ice cold DC, Not wanting to motherfucker. miss the second and even longer sector of our flight, let's hot-foot it back to the Der gate. Teppich, was ist da los? Krieg ich ja echt einen Anfall bei dem Teppich. Here she is then, refueled and ready for the next 14 hours over to London. Let's head down the jet bridge and get back on board. Well, doesn't this seem like déjà vu? Oh ja, it really does, actually, yeah. It's so funny. Geht er wieder zurück in seinen alten Platz dann auch? Also die mussten echt tanken, oder was? Krass. Ich war noch nie mit einem Flugzeug irgendwo tanken. It would be a crime not to have a drop more of the 2005 Pomeray. I mean, if anything... Ja, doch, ich würde einmal in Saudi-Arabien mussten wir halten, als ich nach Abu Dhabi geflogen bin. In Al-Riyadh. Da haben wir getankt. Ich weiß nicht, ob das... Hätte man da nicht auch noch kurz weiter fliegen können? Das ist doch gleich da. Irgendwie macht es gerade keinen Sinn, aber haben wir auf jeden Fall gemacht. It will help with the jet lag, I'm told. It's not long before we begin to push back from stand, so it's time to get my seatbelt on as the safety video begins to run. Ice cold DC. Put it on quickly Ooh. and tighten the strap. Yep. Oxygen will flow as you take a breath. Fit your own mask first and then help others. Okay, was ist denn jetzt los? This next longer leg will take us some 14 hours and 7,000 miles all the way. Alter, wie lang fliegt man denn von fucking Australien? Was, der fliegt jetzt nochmal 14 Stunden? Was war der erste Leg? Auch so. War das nicht auch so 6, 7 Stunden? Alter, das ist ja echt krass. Und warum fliegen die nicht andersrum? Über Amerika ist es nicht kürzer? Now we must really check out the party piece on board, the onboard lounge. This isn't quite the Emirates lounge which you'll find on its A380s, and rather than being located at the larger rear space of the upper deck, it's actually at the very front by business class. Naja, I don't know. Nee, das ist nicht so geil, wenn man automatisch mit anderen Leuten abhängen muss. Das mag ich nicht, weil wenn du, da geht's gerade noch, aber guck mal, da sitzen, Alter, da kommt irgend so ein Weirdo, der sitzt sich hier, da musst du mit dem reden, Alter. Ich will einfach alleine Alkohol trinken und versuchen, mein WLAN zum Laufen zu kriegen. It's totally deserted, so I'll sit back and enjoy a sparkling water, whilst perusing and ordering from the dinner menu. Einfach nur Wasser trinkt er? Okay. Auch gut, okay, kann man machen. Vielleicht macht er Pause gerade. A few minutes Nein, nee, er hat die ganze Zeit getrunken. Dann kommen die Geistens und fragen dich nach einem Dreier. Ja, hier, ist mir aufgefallen, du bist ein 3 Alpha. Die Carmen, er hat gesagt, die mag ja so Typen mit grauen Haaren. Wollen wir dich mal fragen, ob du Bock hast, mit nach Monaco zu kommen, direkt hier, kann man ein bisschen bummeln, ein bisschen ficken. Ciao, ciao. Robert! Sei doch nicht so direkt! Ja, was ist denn? Ist doch ein guter Kerl hier, sehe ich das sofort hier. Ciao, ciao, komm mit auf die Yacht, mach mal hier keine langen Faxen hier. Aber das macht man doch nicht. Und ich nur so, hey, Leute, was ist hier los? Served, well, you probably guessed it by now, more steak. I just couldn't help try for research purposes, of course. Hey, just having a little burger. I got the copyright music on the burger. I Yeah. think it's finally time for some sleep, so let's change into my provided Qantas pyjamas. There are 2 first-class restrooms located at the very front of the cabin. It's a clean and practical space, albeit a little small. Wird er gleich sich wieder nackig machen? There are ample amenities. Hallo. Was ist das denn hier? Igitt? Hallo, sorry, geht gar nicht. Mag ich nicht. Hier, guck mal, das sieht aus wie ein Smiley-Face. Wie so ein Fisch. Der Fisch kotzt dann Wasser. Oh nein! Oh, war das der unangenehmste Schnitt ever von ihm. I'm delighted to find my suite has been turned down into a bed during my absence. How inviting. Das wäre mir irgendwie unangenehm. Euch auch? I don't know, ich meine, es ist ein geiler Service und so. Aber ich glaube, ich würde halt, wenn ich schon 2.000 € für ein Ticket ausgebe, ich würde versuchen, so viel wie möglich davon mitzunehmen. Ich würde jede Serie gucken, jedes Freibier trinken, immer wieder fragen, ob ich noch ein Glas von dem Champagner haben kann. Ich würde das WLAN benutzen, ich würde es mir einfach übelst geben. So. Ich würde mich so voll ballern mit Input und Sachen, die ich machen kann, anstatt einfach das wegzupennen. Qantas use the Australian luxury bedding firm Sheridan, which I find to be of excellent quality. You get a particularly comfy mattress topper, one that you just sink Da into. könnte ich auch nicht pennen, wenn da Leute I don't know. Good night, I'll catch you all in the morning. Alright, good night. For a solid 9 hours, perhaps the longest I've slept on a plane before. Given the flight timings, whilst it's morning over Europe now, it's still around 3 AM local time. But that's okay for brekkie, right? Yeah, breakfast! Full English, come on. Main, healthy bowl of kale. Healthy bowl of kale, einfach nein. Of course, let's begin with a freshly made cappuccino for that obligatory caffeine hit, as my table Freshly is made, set. aka aus Maschine. Now I've Okay. just got to start with some Vegemite, a personal favourite of Oh, die Engländer sind einfach komisch, Mann. Und das ist aber eher, also ist sogar, glaube ich, so ein Australier-Ding, hä? mine. It's Vegemite.
tastes like Australia. It's similar to what we get in the UK, known as Marmite. Yeah. To describe it, it's what's left over after you make beer. So brewer's yeast extract combined with vegetable and spice additives. It's also pretty salty. I know I'm not exactly selling it here, but it's an Aussie staple which I absolutely love. For breakfast main, yep, that's a thing today, I go for the buttermilk pancakes with the walnut yogurt. This is absolutely delicious. Judging by the flight map, we only have a short amount of time left until land. Warte, ich sehe doch die Welt jetzt hier. Warte, ich nutze jetzt aber auch die Punkte und so, warte mal. Da, nach da, nach da. Ist es dann wirklich nicht über den Pazifik zu fliegen? So und dann, wahrscheinlich ist es genau die Mitte, ha? Ja. Die werden schon wissen. Die Kapitäne haben schon die haben ja Radar und sowas, die werden schon wissen. Let's go and change back into my clothes. Ich glaube, die haben auch GPS. Ich glaube, die haben GPS, haben die auch. Next step is to get those Tims back on. Yeah, get the Tims back on. And return my seat to the landing position. Yeah, do that. That's great. Fine. Well done. I still can't believe that 24 hours of flying has come to an end just like that, and with it my experience of trying the iconic kangaroo route, QF1. So how much did I pay for this experience? Well, I'm not gonna lie, it's expensive. 10.000 was? Pfund oder Dollar? Dollar. 10.424 Dollar. Da muss ich lange für streamen. However, if you instead depart from Auckland, where I was previously anyway, it's possible to pick up this ticket for a slightly more palatable but still expensive $5,000. Anyway, welcome to London. Thank you so much for watching and I'll catch you all again next time. So Leute, jetzt müssen wir mal, ich will jetzt mal wissen, woher kommt der eigentlich? Ich habe mich noch nie mit dem beschäftigt. Gibt es über den so einen Wiki-Artikel? Will Davis, Millipedia. Da ist er. Net worth 600,000. 32 years of age. Furthermore, he is famous for uploading luxurious travel vlogs on his channel, where he has 490k subscribers. In the vlogs, he usually sponsors expensive traveling plans and packages. Warum mache ich das nicht? Hä? Warum bin ich nicht ein expensive Vlog Guy? Weil dir das zu cringe ist? Ja, wahrscheinlich schon. Auch zu viel Arbeit. Ich brauche nur noch eine Millie. 1 Million brauche ich. Subscriber.